Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Waffenbau. Es geht jetzt weiter mit den Reparaturen der Sachen, die ich letzt gesichtet habe. Und zwar fangen wir jetzt an und machen den Morgenstern. Ja, das seht ihr dann, was ich da alles noch so dran mache und wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. So, dann hoffe ich, es interessiert euch. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an mit dem Ganzen. Die Kugel soll hier runter. Das werden wir dann direkt mal in Angriff nehmen. Die Lederbänder hier, die haben sich ja schon gelöst. Die können wir wahrscheinlich schon so abziehen. Ja, und das war es dann quasi auch schon. Naja, gut. So, das ist natürlich nicht so schön. Jetzt rupfen wir mal alles hier so runter. Können wir alles nicht brauchen. Kommt weg. Jetzt schneiden wir auch ein bisschen bei. Naja gut, das Ding müssen wir sowieso dann später aufmachen. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachnähen, dann, wenn wir die Kugel, die neue dran machen. So, das Ding ist Schrott, da brauchen wir nicht mehr. Der Knauf soll runter und das Ding hier soll auch noch vernünftig gemacht werden. So, können wir hingehen. Wir machen jetzt erstmal wieder die Klinge ein bisschen scharf, weil ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr mit den Klingen an den Kernstab und schneidet runter, werden die immer ziemlich schnell stumpf. So, hier mal hin. Ja. Ich glaube, das Ganze werden wir bis auf den Kernstab runter machen und neu. So. Damit ihr mal seht, wie sowas geht. Erstmal großzügig mal runterschneiden. So, dann hält man das hier schon mal ab. Ja, seht ihr ja. Das wird dann nachher neu aufgefüllt. Jetzt machen wir den Knauf auch noch ab. Und dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. So, das ist ein bisschen wenig für einen Spitzenschutz, weil wir wollen hier Leder noch drum machen. Also gehe ich mal ungefähr so bis hier runter. So Leute, war ein bisschen Kampf, das Ganze hier runter zu kriegen. Jetzt ist es halbwegs runter. Jetzt gehen wir hin. Hier wollen wir das neu wickeln und hier setzen wir noch was drauf. Und zwar gehen wir hin, nehmen wieder ein Stück Kernstabbbreite, ausgeschnittene Zehnermatte. Bei dem müsste das eigentlich funktionieren. Ja, passt in etwa. Dann nehme ich die Heißklebepistole, mache einen ordentlichen Flatschen drauf und setze ein Stück drauf. Nur so ein paar Zentimeter. Ja? Und dann machen wir dann nachher unseren Spitzenschutz draus. So, das zeige ich euch jetzt. Können wir natürlich auch einen Rund machen. Also ich nehme je nachdem ein Locheisen und schneide das Ganze aus einer 20er Matte aus und stecke das oben drauf. Aber das funktioniert damit auch. So, lassen wir einen kurzen Moment antrocknen. Dann nehmen wir uns ein Stück Leder. Gucken, brauchen wir nicht allzu viel. Schneide ein bisschen großzügig immer ab. Also lieber immer ein bisschen länger lassen. Dann gehen wir hin. Nehmen uns eine von den Seiten, die hier gerade sind. Und dann ordentlich wieder Kleber drauf. Und dann lassen wir das gut überlappen. Also ich mache immer so ungefähr so Pi mal Daumen Hälfte Hälfte. Klappt jetzt hier nicht ganz mit der Hälfte, aber ist nicht schlimm, weil ich will auch noch ein Stück wieder abschneiden, damit das nicht zu lang wird. So, dann machen wir jetzt einmal rundherum. Und dann haben wir quasi Spitzenschutz schon mal fertig. Kann da schon mal nichts passieren. Mal gucken, oder das noch so ein bisschen was hier so andrückt, aber wirklich aufpassen. Der Heißkleber ist nicht gerade ohne. Ne? Das kann schnell zu Verbrennung und Blasen an den Finger führen. Also immer mit dem Zeug sehr vorsichtig arbeiten.
Dann geht er hier schon mal hin, macht noch ein bisschen was über. Und dann geht er einmal noch mal ganz rum. So. Dann ist das Ding schon mal quasi einmal fertig. Dann müssen wir gleich noch ein bisschen was dran rumschnibbeln. So, die Kante hier dann weg. Aber das können wir dann machen, sobald das Ganze trocken ist. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit hier trocken. So Leute, wir schneiden das jetzt hier an der Kante ab. Ja, so. Dann haben wir hier noch so ein bisschen, naja, muss jetzt nicht gerade sein, das ist auch so gewollt, damit der Kleber besser hält. Dann gehen wir nochmal hin. Heißkleber, können wir auch mit Pattex machen, wie ihr wollt. Hier noch so ein bisschen drüber, damit die Kanten quasi hier, ne, und das besser hält. So, dann können wir dann quasi, wenn das jetzt trocken ist, schon anfangen zu wickeln. Dann machen wir das Teil und das. Und zwar haben wir das Ganze. Und dann soll ja ein bisschen was Zwerge aussehen. Deshalb machen wir jetzt statt einen runden Knauf ein bisschen was Eckigeres. Der ist auch relativ schmal jetzt, aber das werdet ihr ja sehen dann später, weil ich da noch so ein paar Aufbauten drauf mache. Dann gehen wir hin. Ich habe jetzt erstmal 3 Teile, weil ich ihn erstmal was schlanker machen will. Eine 10er, 2 5er. Dann gehe ich hin und zeichne hier die Maße ab von dem Spitzenschutz. Mache das jetzt nach Augenmaß. So. Schneide das Ganze aus. So. Dann habe ich quasi hier das da. Geht da dann schon mal hin. Ja, das war ein bisschen zu lang abgeschnitten. Auf jeden Fall auf der Seite. Na gut, müssen wir ein bisschen kürzen. So, dann gehen wir mal hin. Dann machen wir auf beide Seiten und an die Spitze einen guten Flatsch Heißkleber oder halt Pattex. Und dann setzen wir das Ganze von den beiden Seiten hier drauf. So. Etwas andrücken. Solange das noch heiß ist, schon mal so ein bisschen noch Kleber mit in die Ritzen hier rein. Also hier diese Klebekanten. Noch ein bisschen besser verteilt, dann hält er doch besser. Wie gesagt, kann man auch mit Pattex machen. Ich mache jetzt hier mit Heißkleber. So, dann hätte er da quasi schon mal drin. Ne? So, gut. Ich hätte jetzt hier gerne auch was Eckiges gemacht, aber das ist jetzt mit dem runden Kernstab immer ein bisschen blöd, was Eckiges hinzukriegen. Jetzt bin ich hingegangen, habe das ausgemessen, so 17,5, also das Teil. Bin dann hingegangen, habe schon mal eine 3 mm Matte ausgeschnitten, immer dann quasi wickeln. Jetzt gehe ich erstmal hin, mache mit dem Heißkleber oder halt wie gesagt mit Pattex so einen Anfang, statt dann ansetzen kann. Dass das gut klebt, das ist das Wichtigste, weil dann am Anfang nämlich dann der meiste Zug erstmal drauf kommt. Also gut verkleben, das ist wichtig. Wenn wir nochmal nachgucken, später dann hier auch nochmal drüber gehen, ich zeige euch das gleich, dass das Ganze dann noch besser hält. Ihr könnt natürlich auch eine 6er Matte oder 5er Matte nehmen, das geht natürlich auch, aber so hier jetzt bei dem kleinen Teil habe ich mich jetzt einfach zu einer 3er Matte zum Wickeln entschieden. Ist aber im Endeffekt dasselbe Prinzip. Nur dass die eine Matte halt was dicker ist wie die hier. So, dann lasst ihr das Ganze ein bisschen antrocknen und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze gewickelt ist. So Leute. Der Heißkleber ist jetzt trocken bzw. abgekühlt. Jetzt werden wir hier das Ganze kleben. Ein bisschen schief geschnitten, aber das ist nicht schlimm. Wird sowieso nachher beigeschliffen. So, gehen wir wieder hin. Nehmen wir uns den guten alten Pattex Glassieg. Vielleicht machen wir vorher noch eine Linie. Und zwar, damit wir wissen, wie weit wir kleben müssen. Das Ganze einfach hier anlegen. Oh, das, wie ich sehe, anstatt wirklich richtig schief geklebt, aber wie gesagt, ist nicht schlimm, muss sowieso noch bei ihr schliffen. So, dann habe ich hier eine Linie, ja, mehr oder weniger gerade,
eher weniger, aber hey, egal. So, geht ja nur drunter, dass ich ungefähr weiß, wie weit ich kleben muss. So, gehe da hin, wieder ordentlich Pattex nehmen. Nicht zu dick, aber schon genug. Ja, wird das ordentlich abdeckt. Verteilt das Ganze. Das ist übrigens der Pinsel, den ich vorhin in einem Video gezeigt habe, mit dem ich schon die ganze Zeit immer am Pinsel bin. Wie ihr seht, das geht ganz gut. Das ist so halt mehr so ein Verteilen des Pattex, aber das ist halt für so Sachen mehr wie ausreichend. Außer ihr habt irgendwas, wo ihr halt tief mit dem Borstner quasi rein müsst. Was ja meistens beim Kleben nicht unbedingt so der Fall ist. So. Das ist dann schon mal vorgeklebt. Dann gehen wir hin, Knauf, die Teile hatte ich auch schon ausgeschnitten. Gehen wir hier auch schon mal hin. Kommt hier auch nochmal eine ordentliche Ladung drauf. So. Machen wir auf beiden Seiten. Wie gesagt, am besten immer erstmal eine. Ich mache jetzt direkt beide. Bei so kleineren Sachen kann man das machen. Legt man das Ganze ein bisschen auf Seite, irgendwo auf eine Dose oder was auch immer. Lässt das erstmal ein bisschen antrocknen. Und dann geht das eigentlich auch. Ein bisschen viel drauf geschmiert. Dann geht er hin, macht die anderen Teile auch schon mal. Dann kann das Ganze schon mal was antrocknen. Und dann wird das alles zusammengedrückt. So. Ich hoffe, das kann man alles gut sehen. Obwohl das Kleben selber, das ist ja, naja, seht ihr ja. Da müsste man ja eigentlich nicht viel zu erklären, wie man Pattex aufträgt. So. So, das sind jetzt die zwei Teile für den Knauf. Das Ganze lassen wir jetzt trocknen. So Leute, der Kleber ist jetzt soweit trocken, dass wir schneiden können. Guck mal hier so, was hier so ein bisschen übersteht. Dass alles weitgehend gerade ist. Die Feinarbeit machen wir dann später. So, dann gehen wir hier schon mal hin, die Kante so ein bisschen anschneiden. Ja. Ja. Hier hätte ich ein bisschen schleifen sollen. So, dann haben wir das quasi hier schon mal so ein bisschen. Gehen wir hier hin, schneiden das Ganze auch noch ein bisschen bei. Alles so grob, den Rest machen wir dann die Feinarbeit dann gleich. So. So, dann haben wir das schon mal so weit bei. Dann gehen wir hin und schleifen das schon mal so ein bisschen. Also hier jetzt. So Leute, dann haben wir das Ganze soweit schon mal geschliffen. So Leute, es geht weiter. Und zwar, das ganze Ding hier, das will ja noch irgendwie eine Kugel oder sowas dran. Obwohl eine Kugel finde ich jetzt bei den Dingen ein bisschen unpassend, weil das halt verzwergt werden will. Jetzt habe ich quasi schon mal ein paar Teile vorbereitet. Und zwar, wenn wir jetzt erstmal hingehen, habe schon ein bisschen vorgezeichnet, kommt dann hier ein Lederstreifen drauf. Das wird dann quasi zwischen den zwei Teilen hier eingeklebt. Und dann mache ich das so ein bisschen was eckig, dass das ein bisschen zwergiger wird. Das ist soweit der Plan für den Kopf, bzw. die Kugel. Unten kommen quasi nochmal zur Verdickung nochmal ein paar Teile drauf. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das dann nachher mache. So, dann fangen wir mal an. Ne? Aufgerollt. Ja. Ein bisschen aufrauen kann nicht schaden. Und ein bisschen Schmirgel. Rot das Ganze so ein bisschen auf. Den brauchen wir jetzt. Da ist der Kleber ein bisschen besser. So, dann haben wir wieder einen guten Pattex.
ordentlich einen Flatsch drauf. Da auch. Legen wir hier so ein bisschen auf Seite. Stellend. Dann machen wir hier an die Teile auch noch ein bisschen was drauf. So. Wie gesagt, bei Leder kann ruhig ein bisschen mehr drauf, weil das saugt sich ein. Dann lassen wir das Ganze ein bisschen antrocknen. In der Zwischenzeit fangen wir schon mal mit dem Knauf an. Jetzt kann man nämlich gerade nicht so viel machen, weil das meist jetzt geklebt wird und dann erstmal wieder trocknen muss. So, gehen wir hin. Das. Ja, eigentlich können wir auch schon beide Seiten machen. Machen wir auch. So. So. Ups. Und das jetzt hier noch. So, das haben wir jetzt soweit schon mal geklebt. Dann können wir das Ganze ein bisschen antrocknen lassen und dann geht es dann gleich weiter, wenn es angetrocknet ist. Also bis gleich. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Dann gehen wir mal hin. Dann jetzt hier erstmal die Teile drauf machen. So Leute, die Teile sind jetzt soweit erstmal trocken. So Leute, dann machen wir mal an den Verschönerungen jetzt mal weiter, wo das Schwarz soweit ist. Genug Schichten sind jetzt drauf. Jetzt habe ich mir so ein paar Abgüsse vorbereitet, schon ein paar Sachen ein bisschen zugeschnitten. Und zwar will ich das Teil so quasi hier drauf kommen und dann noch so ein paar Sachen zur Verschönerung. Jetzt gehe ich erstmal hin. So, das hätten wir jetzt schon mal. Das lassen wir jetzt noch trocknen und dann können wir fast mit der Farbgebung schon anfangen. Können wir natürlich schon. So, das hängen wir jetzt auf Seite zum Trocknen und dann machen wir jetzt hier an dem Teil weiter. Gehen wir mal hin. So Leute, dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen trocknen, ne? Und dann können wir anfangen, die richtige Farbe drauf zu machen. So Leute, das ist jetzt hier soweit alles trocken. Dann fangen wir mal an und geben dem Ganzen mal ein bisschen Farbe. So Leute, das Silber ist jetzt soweit trocken. Dann habe ich mir überlegt, man könnte zwar Gold nehmen, aber ich muss ehrlich sagen, Bronze gefällt mir irgendwie immer bei den Sachen besser.
So Leute, jetzt haben wir das Ganze schon mal eingefärbt. Lassen wir das noch trocknen und dann kommt der Topcoat drauf. So Leute, dann fangen wir mal an zu Topcoaten. Nehmen wir wieder den matten. So, dann haben wir überall den Topcoat drauf. Jetzt lassen wir das Ganze noch trocknen. So Leute, die Sachen sind jetzt soweit trocken vom Topcoat her. Jetzt gehe ich erstmal hin und mache erstmal ein bisschen Leder an den Griff, bevor ich das quasi hier nachher dran mache. Gehen wir wieder hin, nehmen wir wieder doppelseitiges Klebeband. So Leute, in der Zwischenzeit, wo das Geklebte jetzt hier mal antrocknet mit dem Pattex, gehen wir jetzt mal hin und erstmal die Dose ein bisschen auf Seite. Dann müssen wir ja das Teil hier auch noch dran kriegen an die Kette. Und dann nehmen wir das ganze Ding wieder zusammen, was wir gerade aufgemurkst haben hier. So Leute, das Ganze habe ich jetzt vernäht. Das sollte soweit halten. Gehe ich mal von aus. Meine Nähkünste sind ein bisschen bescheiden, aber ich denke mal, das reicht. So, jetzt hier mal hin, machen das Ganze noch ein bisschen hübscher. Oder ein bisschen, dass das gebrauchter aussieht. Dann nehmen wir wieder Antique Finish. So Leute, das war es dann. Das sieht jetzt schon wieder ganz gut aus. Nehme ich ganz so neu. Soll ja auch ein bisschen gebraucht wirken. Ja? So Leute, die Reparatur vom Morgenstern ist fertig. Das ganze Ding haben wir jetzt ein bisschen hübscher gemacht. Ja? Sieht hoffentlich ganz gut aus. Ja? Denke mal, ist so okay. Ja? So. Bisschen drehen. Ja? Ich denke mal, ist jetzt nicht so das mega zwergisch, aber sieht auf jeden Fall wesentlich hübscher aus, wie es halt vorher ohne Schaumstoff war. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Ding vorher ausgesehen hat, aber ich denke mal, für einen Zwerg ist das ganz okay. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ein bisschen inspiriert, eure eigenen Sachen vielleicht auch mal wieder zu reparieren, wenn es sich noch machen lässt. Ein paar Tipps habt ihr ja schon gekriegt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wir sehen uns.